In diesem Video wollen wir euch mitnehmen, wie wir jetzt unsere Radreise durch Mexiko vorbereiten. Und heute haben wir den ersten wichtigen Schritt dafür gemacht, nämlich einen Ausflug nach Playa del Carmen, um unsere Permanent Residency aus... in falsche Hand irgendwie. Ich habe es irgendwie in der falschen Hand, ne? Ich weiß auch nicht genau. Irgendwie, wie machen wir das so? Ja, warte mal. Und normalerweise hat man in Mexiko halt ein 180-Tage-Visum, 6 Monate, was auch schon ziemlich gut ist. Allerdings sind wir mittlerweile schon seit 5 Monaten in Mexiko. Und dementsprechend haben wir heute unsere Permanent Residency für Mexiko abgeholt. Wir können forever jetzt in Mexiko reisen. Ab jetzt können wir in Mexiko wohnen, in Mexiko reisen, aus Mexiko ausreisen, wann immer wir wollen und einreisen, wann immer wir wollen. Ohne Expiration Date, also das Teil läuft niemals ab. Wir sind jetzt Residents auch in Mexiko und haben dementsprechend keine Probleme mehr mit dem Visa, sondern haben hier halt eine zusätzliche Option. Mega cool, das hat eine Menge Geld gekostet, dafür ging es aber auch super schnell und wir sind happy, dass wir das jetzt noch geregelt bekommen haben, bevor wir losgefahren sind. Und der Grund, warum wir das jetzt können, ist halt, dass Kira hier in Mexiko geboren wurde, einen mexikanischen Reisepass hat, eine mexikanische Staatsbürgerschaft hat und dementsprechend können wir als Eltern halt diese Permanent Residency jetzt beantragen. Damit wir mit ihr auch in Mexiko wohnen können. Das ist jetzt wohl die größte Änderung an unserem Setup, dass wir einen Anhänger dabei haben. Und wir haben schon tatsächlich nur eine Probetour gemacht mit ihr im Anhänger am Fahrrad dran. Ansonsten haben wir sie quasi oft einfach so im Anhänger drin und schieben den. Heute ist also die zweite Probetour mit ihr, mit Fahrrad, quasi das komplette Setup. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das restliche Gepäck an unseren Rädern. Aber das kennen wir ja auch schon. Wichtig ist jetzt erst nochmal uns daran zu gewöhnen, mit dem Anhänger zu fahren. Also dass ich mich daran gewöhne, dem Anhänger zu fahren und dass sie sich natürlich auch daran gewöhnt, im Anhänger zu liegen. Aber wir haben sie jetzt eigentlich zum perfekten Zeitpunkt da reingesetzt. Sie ist so gerade eingeschlafen. Mal gucken, ob sie jetzt schläft und ruhig bleibt und unsere kleine Tour genießt. Fährt sich soweit eigentlich ziemlich gut. Man merkt es natürlich schon, dass man da jetzt knapp 20 Kilo oder tatsächlich mehr als 20 Kilo noch zusätzlich hinten dran hat. Also der Anhänger wiegt ungefähr 18 Kilo, glaube ich. Und Kira wiegt jetzt gut, wissen wir gar nicht so ganz genau, so wahrscheinlich um die 6 Kilo. Dementsprechend zieht da natürlich schon ein bisschen was. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dann wird mit komplett beladenem Rad, ob ich dann überhaupt noch nach vorne komme. Und vor allem auch, wie das so verkehrstechnisch dann irgendwie funktionieren wird und wie das so sein wird, dann richtig auf der Straße auch zu fahren. Wir werden uns natürlich die kleinsten möglichen Straßen aussuchen, also noch mehr darauf achten als bisher eigentlich schon. Sonst sind wir ja schon auch mal größere Highways und so weiter gefahren. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nicht machen, sondern da die entsprechenden Umwege dann halt auch einfach in Kauf nehmen, weil wir die Zeit einfach haben, die Zeit uns auch einfach nehmen wollen, das Ganze ruhig angehen zu können, das Ganze wirklich genießen zu können, das Ganze so zu machen, dass es für alle halt auch passt und für alle auch gut ist und insbesondere für Kira halt auch gut ist und alles in Ordnung ist und alles für sie soweit passt. Aber da bin ich mir ganz sicher, das kriegen wir hin. Ja, es sieht ziemlich gut aus. Die ist jetzt tief und fester eingeschlafen und ich kann sie immer sehen. Quasi von hinten sehe ich ihren Kopf. Und wenn ich ein bisschen näher komme, sehe ich ihre Hände und wenn sie sich nicht bewegt, dann schläft sie. Oder wenn ich von der Seite, quasi hier ist die Straße ganz ein bisschen eng, ist so eine
Fußgänger, Fahrradweg. Da kann ich nicht so von der Seite gucken, aber wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, dann kann ich immer von der linken Seite nach ihr kurz gucken, weil vorne hat sie jetzt ein Sonnenverdeck, sonst normalerweise wird sie Michael auch ihr Gesicht in ihrem Rückspiegel quasi sehen, wenn er ein bisschen nach unten guckt. Und so kann man immer gucken, wie es ihr geht, wie zufrieden sie gerade ist. Actualmente estamos preparando nuestro viaje en bicicleta por México y si quieres viajar por pueblos pequeños como nosotros, es bueno si hablas un poco de español. Und damit ein ganz großes Dankeschön an Rosetta Stone, den Sponsor des heutigen Videos. Rosetta Stone ist eine Sprachlern-App, die wir jetzt seit mehreren Wochen verwenden und wir sind wirklich sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. Uns gefällt am meisten, dass es ein sehr natürliches Lernen ist, also es gibt keine Vokabellisten oder keine Übersetzungen ins Deutsche, die man irgendwie auswendig lernen muss, sondern man taucht stattdessen richtig in die Sprache ein und lernt sie dann lediglich durch das Hören, das Sehen von Bildern und Verknüpfen und entsprechend dem selber Sprechen. Das Ganze funktioniert mit einer ausgereiften Spracherkennungssoftware, mit der man dann direkt auch sicherstellt, dass man die richtige Aussprache hat. Rosetta Stone gibt es zurzeit in 24 Sprachen und so kannst du auf deinen Radreisen auch easy mit den Locals ins Gespräch kommen. Mit ein paar Sprachkenntnissen in der Landessprache ist das Eis sofort gebrochen. So haben wir es zumindest auf unserer bisherigen Reise immer wahrgenommen. Может, кто-то из вас тоже хочет выучить новый язык? Mit unserem Link gibt es jetzt bei Rosetta Stone einen 50% Rabatt auf das lebenslange Abo. Anstatt 349 € bekommst du das jetzt für 179 € ein unbegrenzter Zugriff auf allen Sprachen. Link in der Videobeschreibung. Ja, und natürlich müssen wir auch wieder parken. Wir haben jetzt 5 Monate in der Wohnung verbracht. Die ganzen Sachen sind jetzt durch die Wohnung verstreut. Jetzt bin ich dabei, das alles zu sammeln und ein bisschen zu sortieren, weil ja, wir haben natürlich Kinderanhänger und wir haben jetzt Kira. Wir können zwar mehr Sachen mitnehmen und wir haben auch schon ein paar ihrer Sachen, die dazugekommen sind. Aber wir müssen auch natürlich gucken, dass wir jetzt nicht zu viel Sachen mitschleppen, obwohl das auch ja, bei uns sowieso nie irgendwie so auf Lightweight oder sowas ausgelegt war. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie ein paar Kisten, die Sachen, die auf jeden Fall kommen und die anderen Sachen, die auf jeden Fall nicht kommen. Und dann gibt es noch irgendwie Sachen, die man noch überlegen muss, ob wir das mitnehmen, ob wir das hier lassen, ob wir uns irgendwie vielleicht auch nach Mexico City irgendwie schicken lassen. Vor allem irgendwie, weil wir im letzten Sommer in Island auf Island waren und dann in Estland und Schweden, war so kalt. Wir haben echt voll viele warme Klamotten. Wir müssen mal gucken, ob wir die jetzt mitschleppen oder irgendwie was uns anderes überlegen lassen. Es kann natürlich Kiras Klamotten dazu, die Klamotten, die sie jetzt trägt oder die Klamotten, die für später gedacht sind, weil sie jetzt super schnell wächst. Die ganzen Windeln muss man auch uns ein bisschen überlegen, wo und wie wir das irgendwie verstauen. So eine Art, so ein Packwürfel wäre auch ganz praktisch, muss man uns überlegen, ob wir da uns was dann schaffen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt unsere Taschen neu organisieren, was nicht so einfach ist, weil wenn man 5 Jahre unterwegs war und die ganzen Sachen an seinem Platz waren, bin ich schon gespannt, wie wir das machen. Aber jo. Ah ja, die Becher habe ich auch schon vermisst, die Mummenbecher.
die gibt es auf jeden Fall. Auf die können wir nicht verzichten. Dann auf jeden Fall nehmen wir unseren Kocher quasi wieder mit. Den kann man auch nicht verzichten. Wir haben zwar gesagt, dass wir jetzt überwiegend im Hotel schlafen werden, aber unsere Essen werden wir selbst kochen. Dann haben wir hier, ja, Kiras Sachen kann man schon irgendwie ein paar Bücher, um sie zu bespaßen, ein bisschen Spielzeug. Wir versuchen das ein bisschen minimalistisch wie möglich zu halten. Aber ja, die braucht schon ein paar Sachen zum Bespaßen und um sich zu entwickeln. Obwohl die meisten wird sie, glaube ich, von der Natur lernen. Was haben wir noch hier? Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Kiste auf jeden Fall mitkommt. Aber Michael spielt jetzt auch super gern diese Trommel. Und ja, ich glaube schon, der wird so darauf nicht verzichten wollen. Obwohl das Teil auch ein bisschen wiegt, aber es ist super schön, wenn er abends spielt. Dann die ganzen Wassersäcke natürlich, um Wasser zu transportieren. Was haben wir hier noch? Ja, die Ersatzteile kann Michael nachher ein bisschen durchgehen, ob wir da irgendwie ein bisschen minimieren können. Ja, ich glaube, das Größte, wo wir jetzt auf jeden Fall was aussortieren können, ist die warme Klamotten. Sonst müssen wir einfach jetzt von der Wohnung die ganzen Sachen zusammensammeln und gucken, ob wir vielleicht irgendwelche noch Sachen irgendwie besorgen müssen. Auf jeden Fall brauchen wir einen größeren Fliegengitter, haben wir auch überlegt, für Kira auch, oder quasi, ja, wenn man mit ihr ein bisschen abends irgendwie so, muss man sie ein bisschen beruhigen und rumlaufen, falls wir auch zelten oder so, dass man auch ein Fliegengitter entsprechend um uns beiden dann hat oder um denjenigen, der sie beruhigt. Ja, auf jeden Fall noch was zu tun hier. Wir hatten uns gestern Abend überlegt, ob wir das Zelt draußen aufstellen, oben auf unserer Dachterrasse, und da einfach zelten über Nacht und das Ganze einmal ausprobieren. Dann haben wir abends aber irgendwie doch gesagt, so, nee, irgendwie doch nicht so viel Lust. Heute Nacht hat es geregnet, wie sonst was, von daher war das eine ganz gute Idee, das so nicht zu machen. Und deswegen haben wir das jetzt einfach einmal testweise hier aufgebaut, weil wir einfach mal ausprobieren wollen, wie wir da jetzt zu dritt mit Kira quasi reinpassen. Nicht, dass wir jetzt sofort losfahren und sofort anfangen zu zelten, sondern einfach mehr so für den Notfall, sage ich mal, genau. Nicht, dass wir da irgendwie dann stehen und das Zelt dann irgendwie aufbauen müssen und dann merken, dass wir da irgendwie nicht reinpassen oder sowas. Sondern das probieren wir jetzt aus, und wenn es dann irgendwann mal nicht anders geht, können wir halt auf jeden Fall zelten. Ansonsten wollen wir nämlich auf jeden Fall jetzt am Anfang größtenteils in Hotels schlafen oder in Hostels vielleicht auch, in Einzelzimmern, was uns da dann irgendwie auf dem Weg so gerade kommt in den kleinen Dörfern, irgendwie je nachdem, oder so Cabañas, solche Hütten oder sowas. Und ist so dermaßen heiß hier. Deswegen bauen wir jetzt einfach nur mal probeweise das Zelt auf und gucken, ob wir da reinpassen. Apropos, ist so dermaßen heiß hier. Wettertechnisch müssen wir auch mal gucken, wie das so funktioniert. Es sind jetzt auf jeden Fall die heißesten Monate hier. Wir haben schon über 30 Grad. Deswegen wollen wir auf jeden Fall immer vormittags fahren. Richtig, das ist der Plan. Morgens wirklich so früh wie möglich versuchen loszukommen. Vielleicht wirklich um 7 oder sowas loskommen und dann 2 Stunden fahren oder so. Und um 9 im Endeffekt schon fertig sein mit dem Fahren. Das wäre so der optimale Plan eigentlich im Moment. Da unten liegt Kira. Lächelt mich gerade sehr süß an. Guckt, was Papa so macht, wieso er mit so einem Gerät spricht. Jo, das ist unser Beruf. Wir reden mit witzig aussehenden Geräten. Gut, gucken wir mal, was das Zelt sagt. Einfach so. Ah ja, okay. Ah ja, das ist ja gar nicht so schlecht. So. Ich hätte gedacht, wir hätten doch weniger Platz. Ich hätte gedacht, wir haben mehr Platz. Ja, wie Sie sind Zelt. Gut.
Sehr gut. Okay, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das sollte, denke ich, passen. Für den Notfall oder für, sag ich mal, wenn wir dann irgendwann 1, 2 Monate, 3 Monate oder was unterwegs sind und merken, dass es alles gut funktioniert und alles gut passt, dann werden wir mit Sicherheit hier und da auch mal das Zelt aufstellen, beziehungsweise uns dann vielleicht, oder mit Sicherheit, wenn wir dann irgendwann wieder intensiver zelten wollen, dann auf jeden Fall ein neues Zelt, ein größeres Zelt kaufen. Aber jetzt, für den Notfall, sage ich mal, passt es hier. Kurz nochmal ein anderes Thema, und zwar war ich gestern zum, ich weiß nicht wievielten Male Freitauchen in einer Cenote hier, in der wunderschönen Cenote Maravilla, und ich habe einen neuen Rekord für mich persönlich aufgestellt. Ich habe die 30 Meter geknackt, ich bin auf 31 Meter getaucht gestern, quasi freitauchenderweise, also Apnoe-Tauchen ohne zusätzlichen Sauerstoff oder sowas. Und das ist eine Aktivität, die ich hier wirklich sehr genossen habe. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht, diese ganzen Sessions zu machen. Ich konnte da wirklich dann ein bisschen abschalten und vor allem auch mal irgendwie was Neues kennenlernen. Und mir hat das wirklich extrem viel Spaß gebracht. Freitauchen ist wirklich ein ganz, ganz toller, interessanter Sport, der sehr viele Aspekte irgendwie auch der Meditation und von Atemübungen und so weiter beinhaltet. Dinge, die ich gerne und schon sehr lange auch mache. Weil ich das wirklich sehr, 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 sehr geil fand, wollte ich das gerne auch noch in dieses Video unterbringen und euch auch einfach nochmal zeigen und vor allem euch auch dazu inspirieren, wirklich neue Dinge auszuprobieren, wenn immer ihr die Möglichkeit habt. Das ist auch so was ich dabei jetzt gelernt habe, dass es wirklich cool ist, neue Dinge auszuprobieren, seine Grenzen neu auszuprobieren, immer mal zu gucken, ob man nicht nochmal was Neues, was anderes machen kann und dabei entsprechend dann, wie man sieht, zumindest jetzt bei meinem Beispiel, ich habe das für mich gelernt, dabei auch wirklich Erfolg hat und ein geiles Erlebnis hat und das eine Menge Spaß bringt. Hier direkt neben dem Zelt noch die nächste Baustelle, und zwar unsere Fahrräder. Die habe ich ein bisschen hier auseinandergebaut, die ganzen Gepäckträger und Schutzbleche und so weiter abgebaut. Das gucken wir uns jetzt aber gleich unten nochmal genauer an. Also, erstens bin ich echt froh, wenn wir hier raus sind und ich die Fahrräder nicht mehr 2 Stockwerke runterschleppen muss. Das ist jedes Mal ziemlich anstrengend, weil das Treppenhaus ziemlich schmal ist. Zweitens habe ich die Fahrräder halt auseinandergebaut, damit sie hier für die Stadt ein bisschen leichter sind und vielleicht auch einfach noch ein bisschen cooler aussehen. Solche richtigen Strandcruiser, einfach nur die Reifen ohne Gepäckträger. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand schon, dass es ziemlich cool war. Aber drittens bedeutet das jetzt, ich muss das ganze Zeug wieder zusammenschrauben. Und ehrlich gesagt habe ich da nicht so viel Lust drauf. Bin nicht so wirklich der große Fahrradschrauber. Ich weiß, viele von euch, die unsere Videos gucken, sind da ganz groß am Start und schrauben immer an ihren Rädern hin und her und probieren alles mögliche neu aus und so weiter. Ich habe da eigentlich nicht so viel Lust drauf. Aber muss gemacht werden. Und deswegen habe ich mir eigentlich nochmal ein schönes Bierchen dazu geholt. Ein schönes Corona, so wie sich das gehört. Und das trinke ich jetzt dabei und schraube das Rad von Olga erstmal heute zusammen. Mein Rad mache ich dann die Tage. Ein Rad pro Tag muss reichen. Prost! Ja, die ersten, keine Ahnung, halbe Stunde ist um, so gut wie nichts geschafft. Versucht, das Schutzblech da anzubauen, während der Reifen noch dran ist, aber es ist, wie sich rausstellt, jetzt doch zu fummelig. Ich wollte eigentlich vermeiden, einfach das Hinterrad abzubauen.
Aber jetzt baue ich es doch noch ab und dann kann ich das Schutzblech da ordentlich festschrauben. Von innen. Die Schrauben sind halt hier so von innen. Da und hier. Ja, egal. Ja, gut, baue ich das Hinterrad noch raus. Ging jetzt natürlich super schnell, den Hinterreifen rauszubauen und das da einfach eben festzuschrauben. Ja, hätte ich von Anfang an so machen sollen, das wäre einfacher gewesen. Gut, weiter geht's. Hinten ist jetzt soweit alles fertig. Jetzt fehlt noch der Vorderreifen mit Schutzblech und Frontrack. Dann habe ich es geschafft. Bäh. Die letzte Schraube steht an, und zwar ist das hier diese Mutter, die auf der anderen Seite genau hier rausguckt. Also es ist quasi eine Schraube, die hier durchgeht und auf der anderen Seite mit einer Mutter fixiert ist. Problem ist, das Einzige, was ich habe, ist eine Pumpenzange. Das heißt, ich habe nichts zum Gegenhalten. Aber jetzt kommt hier noch einmal Trick 17. Und zwar kann man mit diesem Multitool hier quasi so eine Art Maulschlüssel bauen. Ich kann das damit, auch wenn ich das hier gefilmt bekomme, ja, quasi so da reinstecken. Sieht man das? Schwierig. Und auf der anderen Seite festschrauben. Funktioniert vielleicht nicht hundertprozentig, aber um es grob angezogen zu bekommen, reicht es. Dreht ein bisschen mit, aber nicht die ganze Zeit. Jetzt habe ich es gut festbekommen. Sehr gut. Okay, so wie ich das sehe, bin ich fertig. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch, weiß nicht, in den nächsten Tagen mein Fahrrad fertig machen. Das filmen wir dann nicht mehr. Sind genau die gleichen Arbeiten, die zu tun sind. Gut, dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, wo wir denn langfahren wollen. Unsere Route. So, dann gucken wir uns jetzt doch nochmal unsere Route an, wo wir genau langfahren wollen. Die Sache ist folgendermaßen: Wir haben eigentlich nur einen relativ groben Plan. Maps.me braucht hier gerade irgendwie extrem lange, um zu laden. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Jetzt haben wir es. Wir haben eigentlich nur einen relativ groben Plan. Also, da sind wir. Puerto Morelos, Mexiko. Wir können auch einmal ein bisschen rauszoomen. Hier sind wir jetzt in Zentralamerika. Mexiko, Cancun und leicht südlich davon Puerto Morelos. Und unser Plan ist jetzt eigentlich langsam erstmal Richtung Valladolid zu fahren. Das ist das erste größere Ziel. Das sind irgendwie so knapp 200 Kilometer, glaube ich. Und danach wird es dann weiter nach Mérida gehen. Und danach, ja, wissen wir auch noch nicht so ganz genau, irgendwie wahrscheinlich als nächstes größeres Ziel erstmal Mexico City und danach werden wir dann weiter entscheiden. Aber das wird ein paar Monate dauern, bis wir da sind. Erstmal erste Etappe halt wirklich Valladolid und Mérida. Dabei werden wir natürlich gucken, dass wir wirklich auf kleinsten möglichen Straßen unterwegs sein werden. Also auf weißen Straßen wirklich, sofern möglich es gibt. Eine kleinere Hauptstraße hier noch, da wird man ein paar Stücke dann drauf fahren müssen. Ansonsten werden wir wirklich gucken, dass wir hier auf diesen kleinen weißen Straßen unterwegs sind. Ein bisschen zickzack fahren dann entsprechend. Aber hier in dieser Gegend sind auch viele, viele Zenoten. Da werden wir uns auch noch gut was angucken. Und dann Valladolid selber, die Stadt,
Da waren wir schon einmal kurz. Wir haben einen kleinen Ausflug dahin gemacht, als wir auch in Chichén Itzá waren. Das war ziemlich cool. Die Stadt hat uns ganz gut gefallen. Ist halt auch eine alte Kolonialstadt. Da gibt es eine Menge zu sehen. Und Mérida dann genauso. Noch eine etwas größere Stadt. Da waren wir tatsächlich auch schon einmal kurz, weil wir dort den mexikanischen Ausweis für Kira abgeholt haben. Aber da sind wir wirklich nur hin und wieder zurückgefahren. Hier oben an der Küste gibt es auch noch ein paar interessante Orte. Da gibt es so eine Straße, die hier die ganze Zeit irgendwie an der Küste entlang geht. Ein paar kleine Fischerdörfer noch. Bestimmt auch sehr, sehr nett. Vielleicht, ja, oder denke ich, noch deutlich authentischer, als es hier dann in Puerto Morelos ist, wo es halt doch schon recht modern ist. Das ist so der erste grobe Plan irgendwie. Kann man mal gucken, was er hier sagt, wenn man jetzt straight nach Mérida fahren würde. Mit dem Auto, wie lange das dann dauern sollte, steht da 330 Kilometer. Ich denke mal, unsere Route wird mindestens das Doppelte sein, wahrscheinlich 600 Kilometer, könnte ich mir schon vorstellen, wenn wir entsprechend ein bisschen zickzack fahren. 600 Kilometer rechnen wir wirklich einfach mal mit 20 Kilometern pro Tag. Wo sind wir dann? Bei 30 Tagen, ungefähr einen Monat. Ich denke, ja, das ist realistisch. Das ist unsere Strecke für den nächsten Monat. In einem Monat sind wir in Mérida. So, Freunde, alles ein bisschen wild, ein bisschen durcheinander noch. Wir müssen selber auch erst nochmal gucken, wie genau das jetzt alles wird. Und wir müssen einfach vor allem wirklich losfahren. Man kann das alles nicht bis ins letzte Detail planen, man kann es halt ein bisschen vorbereiten, so wie wir es immer gerne sagen, dass man seine Radreise vorbereiten kann, dass man sich mental darauf vorbereitet, dass man weiß, was einen erwartet, aber wie die Straßen dann werden und wo man übernachtet und so weiter, das Ganze durchzuplanen, ergibt in unseren Augen oft wenig Sinn, weil es sowieso alles anders kommt, als man denkt. Falls ihr auch eine Radreise plant oder vorbereitet, schaut gerne auch nochmal im Rausgefahren Online-Kurs vorbei. Das Ganze funktioniert ja seit neuestem nach dem Prinzip der Gift Economy. Bedeutet, wir schenken euch den Zugang zum Rausgefahren Online-Kurs. Ich glaube 14 Stunden Videomaterial, über 100 Videolektionen, unser gesamtes Wissen zum Thema Radreisen, aufgeteilt in verschiedene Lektionen und Module, alles super übersichtlich, viele PDF-Dateien, mit Planungsheft, mit Packlisten, mit Checklisten, allem drum und dran, alles was man braucht, um seine Radreise richtig vorzubereiten. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag zum nächsten Video. Bitte Abo dalassen, Kommentar schreiben, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und einen schönen Abend noch. Bei uns ist gerade Abend. Olga steht hinter der Kamera mit Kira, die muss gerade ein bisschen eingeschlummert werden oder sie versucht gerade irgendwie einzuschlafen. Sehr schön, sehr schön. Viel Spaß auf eurer nächsten Radreise. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video.